Ja, ich arbeite jetzt seit 10 Jahren als Informatiker in Spanien und seit Januar 2019 bei der Warta Factory. Ich wurde damals von einem Headhunter kontaktiert, der dann daraufhin ein persönliches Gespräch mit Germán Lorenzo, dem CEO von der Warta Factory, in die Wege geleitet hat. Und da haben wir uns eigentlich direkt gut verstanden und lagen so mehr oder weniger auf einer Wellenlänge. Und danach ging es eigentlich recht schnell, ja, und der Rest ist Geschichte. Ja, meine Hauptaufgaben hier in der Warta Factory liegen in der Softwareentwicklung, sowohl Frontend als auch Backend. Bei einigen Projekten habe ich auch die Rolle des Scrum Masters übernommen, denn da bei den meisten Projekten, die sowohl die Projektleitung als auch der Kunde in Deutschland sitzen, fällt mir als deutschen Muttersprachler natürlich die Kommunikation deutlich einfacher. Was für mich die Warta Factory als Arbeitgeber besonders attraktiv macht, ist, dass die ganze Firmenkultur sehr offen gegenüber Verbesserungsvorschlägen und neuen Ideen ist. Sowohl was neue Technologien angeht, als auch was Arbeitsmethodiken betrifft. Das Ganze natürlich immer mit der Idee, die Qualität der Software weiter zu verbessern, aber auch uns als Entwicklern eben die Arbeit zu vereinfachen. Hinzu kommt, dass wir hier sehr flache Hierarchien haben, sprich jeder kann seine Ideen jederzeit einbringen und wir haben außerdem flexible Arbeitszeiten und sogar die Möglichkeit, einige Tage im Homeoffice zu arbeiten, sodass eben die Familie auch nicht zu kurz kommt. Das Ganze gepaart mit der generell sehr hohen Lebensqualität hier im Süden Spaniens ergibt für mich eine ziemlich unschlagbare Kombination. Jedem aus Deutschland, der mit dem Gedanken spielt, sich bei der Warta Factory zu bewerben, würde ich einfach vorschlagen, mal vorbeizukommen. Das lässt sich ja mit einem Kurzurlaub verbinden und sich das Ganze hier vor Ort mal anzuschauen. Ich glaube persönlich, bezüglich Arbeitsmethodiken, Technologien, Installationen und so weiter, braucht sich die Warta Factory vor keiner anderen Firma in Deutschland zu verstecken. Ich habe mein Studium zwar in Deutschland absolviert, aber ich hatte die Möglichkeit, während eines Auslandsaufenthaltes an der Universität in Granada einen gewissen Einblick in die Informatikerausbildung hier in Spanien zu bekommen. Und muss ehrlich sagen, ich konnte keinen großen Unterschied in der Qualität der Ausbildung feststellen. Zwar bin ich nach der Beendigung des Studiums direkt nach Spanien gegangen, habe also nie direkt für eine deutsche Firma gearbeitet, aber war in mehreren Projekten direkt für mehrere Monate auch in Deutschland vor Ort und denke, dass ich schon so einen gewissen Eindruck bekommen habe, wie die Arbeitsweise hier und in Spanien ist. Und auch da, sowohl was Motivation als auch Gewissenhaftigkeit, als auch Ausbildung der Mitarbeiter angeht, habe ich keinen großen Unterschied feststellen können. Außer vielleicht, dass hier in Spanien die Leute grundsätzlich etwas besser gelaunt sind.